So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Konzept. Heute stellen wir euch mal den M5 vor, geben euch ein bisschen eine Kaufberatung, ein paar Tipps, ein paar Tricks und stellen euch gleichzeitig mal anhand von unseren ein paar Dinge heraus, warum ich dieses Auto auch so sehr liebe. Es sind viele Fans da draußen. Genießt das Video einfach, gebt uns auch mal ein Feedback, ob ihr das mögt. Und ich würde jetzt sagen, bevor ich anfange zu quatschen, zeigst du einfach erstmal das Auto. Habt ihr das gesehen? Nee, so, jetzt habt ihr kurz was zum Auto gesehen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was dazu. Machen einen kurzen Einstieg, vergleichen nachher noch ein bisschen die Ausstattungen und fahren dann nachher auch noch eine Runde, aber jetzt geht es erstmal ums Auto. Ist ein 99er M5, Imola Rot. Kennt ja im Grunde jeder. Ich will dazu nicht viel erklären, auf die technischen Finessen eingehen. Hier geht es wirklich eigentlich ums Auto selbst und warum ich es mag. Grundsätzlich klar, 5 Liter V8, 6-Gang Schalter. Ich meine, jeder kennt den M5, ne? Ihr kennt ihn an den Spiegeln. Styling 65. Klar. Auspuffanlage, ne? Das sind so die Merkmale, ne? Grundsätzlich ist er halt immer so ein bisschen undercover unterwegs. War natürlich auch damals, oder nee, anders. Damals war das Auto einfach Understatement pur. Ne? Du hast nicht erkannt, das ist nicht wie heute ein fetter AMG oder ein RS6 oder ein M5, den ja jeder erkennt, sondern das Auto war einfach so ein wie sagt man das? Sehr viel Klasse. Ja, hat auch sehr, sehr viel Klasse, genau. Aber du warst damit undercover unterwegs und nur die es wussten, haben gesehen, dass es ein M5 ist. Ja. Ja. Und damals sind auch so wirklich nur betuchtere Leute mit diesem Auto gefahren. Ne? Da gab es noch nicht dieses billige Leasing. Ne? Naja, jedenfalls war das wirklich damals ein Auto, was einfach nicht jeder gefahren hat, was sich auch nicht jeder leisten konnte. Und ich habe als Kind immer davon geträumt. Ne? Man hatte die Poster oder du hast die Werbung mal irgendwo gesehen oder bist zum BMW Autohaus und hast dir die Prospekte mitgenommen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das damals immer gemacht. Und ja, für mich einfach ein zeitlos schönes Auto. Trotz alledem gibt es ein paar Sachen, auf die man achten muss. Gerade wenn man sich die Autos anguckt. Weil es ist immer mehr Nachfrage nach den E39 M5. Es wird ein Auto mit Sammlerwert, bin ich mir hundertprozentig sicher, gerade wenn der Zustand passt. Und ja, das ist im Grunde jetzt erstmal kurz was dazu. Ich habe noch eine Frage. Was hast du denn für eine Frage? Du hast eben gesagt, dass der so Understatement ist, das hat man es erkannt und jetzt die heutigen Autos sind ja schon sehr extrovertiert und das erkennt man ja schon auf den ersten Blick, dass es eben ein M5 oder ein AMG ist. Ja, ja, klar. Was glaubst du, warum ist da so ein Wechsel der Philosophie von M? Also warum früher Understatement und heute ultra breit, ultra viel Carbon, nochmal ein Wing auf dem Wing und so weiter? Boah, das ist eine Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet war. Ich weiß gar nicht, vielleicht könnt ihr uns das mal sagen. Das ist eigentlich ein geiler Ansatz, den man diskutieren könnte. Ich würde auch fast sagen, damals als das Auto ja kam, gab es ja, nicht vor allzu langer Zeit, gab es ja diese ganzen fetten Felgen, D&W, Tuning, keine Ahnung, Verbreiterung, Verspoilerung. Ich glaube, man ist dann davon tatsächlich ein bisschen weggegangen, weil das irgendwann auch so einen Assi-Touch bekommen hat. Und man hat halt einfach dadurch hier ein sehr, sehr stimmiges, feines Auto auf die Beine gestellt. Natürlich karosseriemäßig auf ganz normaler E39-Plattform. Ne? Klar, bis auf die fehlende Reserveradmulde mit der Batterie in der Mitte. Aber grundsätzlich, du hast hier keine Verbreiterung, nicht wie beim E46 M3, der natürlich ein bisschen bulliger war, charakteristischer. Aber das Auto ist einfach von der Form her und auch von der Verarbeitung, von den Details. Ich liebe dieses Auto einfach. Du hast auch eben die Frage gestellt, ob es mein Lieblings-BMW ist. Schwer, aber ja, weil für mich hat jedes Auto im Grunde auf seine eigene Art und Weise so einen gewissen Charakter und man mag ihn, man mag den einen deswegen, den anderen wieder wegen was anderem, aber grundsätzlich verbindet der schon sehr, sehr viel. Na, du hast im Grunde den Komfort aus einem 7er, ja, du hast eine Verarbeitung, die top ist, der ist spritzig, du kannst damit echt, damit kannst du fast alles machen, ja? Und die Kiste geht dir nicht auf den Nerv. Das ist super. Total entspanntes Auto einfach. Ja, das erstmal dazu. Wichtig, wenn wir jetzt schon mal von außen gucken. Wenn ihr euch die Autos anschaut, guckt immer, ob die, ja, wie nennt man das hier? Tankdeckelloch. Tankdeckelloch. Ja, ob einfach hier die Seitenwand nicht vielleicht schon mal lackiert war.
Oder noch schlimmer, gerade bei den Facelift-Modellen immer sehr, sehr schlimm, fängt das nämlich genau hier an der Kante an, übelst zu blühen. Und dann hast du natürlich Spaß in der Bude. Immer das allererste eigentlich fast, wenn du den E39 M5 anguckst. Tankdeckel, dann am besten immer kalt starten, ja, damit du hörst, wie die Vanos klingt. Stößelchen sind immer ein Thema, aber nicht so das Problem. Vielleicht mache ich gerade kurz die Haube auf und gehe noch ein paar Sachen ein. Ich meine, ich muss mich immer zu dir drehen, weil der Akku leer war von unserem Mikrofon. Also wenn du ihn anmachst, hört euch die Vanos an, ne? Deswegen am besten immer kalt starten. Stößelchen können schon ein bisschen tickern. Wackelt immer mal ein bisschen an den Scheinwerfern, gerade an den Facelift. Ne? Scheinwerfer, gut, die alten sind fast gar nicht mehr verbaut, aber guckt, ob die Halterungen im Scheinwerfer ganz sind. Die brechen nämlich schon gerne mal durch, gerade wenn man die Dinger, wenn die irgendeiner mal auf dem Versandweg gekauft hat, die kriegst du nie vernünftig verpackt, sodass sie vom Paketboten nicht kaputt gemacht werden. Und ansonsten schaut euch die üblichen Sachen an. Ventildeckeldichtung ist immer ein Thema bei dem. Ölwanddichtung, Simmeringe eigentlich fast gar nicht. Ja, guckt, dass die Kupplung ordentlich packt, weil oftmals sind die Dinger auch schon durchgelutscht. Aber ansonsten seht ihr so viel nicht. Ne? Ich meine, schaut einfach, dass ihr keinen Blender habt. Ja, ein Auto, was jetzt picobello sauber ist, da würde ich schon vorsichtig sein. Da muss hier und da, die schwitzen immer. Ne? Genauso wie ein M62, da ist immer ein bisschen was dran. Hier ein Deckelchen, ne? Da erkennt ihr das immer ganz gut, ob die Kiste gewaschen wurde oder nicht. Ne? Der Kenner wird jetzt hier wahrscheinlich schon sehen, oh guck mal, hier, Hermann, Luftmassenmesser sind ab. Was ist hier passiert? Ja, der hat eine Alpha-N-Abstimmung. Was heißt eine Alpha-N-Abstimmung, aber eine Alpha-N-Software. Deswegen hängt er auch so knackig am Gas. So, das erstmal kurz dazu. Ich meine, jeder, der sich mit E39 M5 auseinandersetzt, hat wahrscheinlich sowieso schon mal E39 gehabt. Ja, und will ihn auch deswegen einfach wieder haben, weil das einfach sehr, sehr zuverlässige Autos sind mit verhältnismäßig wenigen Krankheiten. Ja, kommt natürlich immer darauf an, wer hat das Auto bewegt und wie viel Geld wurde über die Zeit investiert. Aber ich finde, da hat BMW für mich der schönste Fünfer, definitiv. Und deswegen auch der M5 aus der Baureihe einfach, ja, ich finde, besser geht's nicht. So, alles klar. Das war es jetzt erstmal ganz schnell von außen. Auf den Innenraum gehen wir gleich ein, stellen euch zwei nebeneinander und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben hier auch eine etwas schmuckere, edlere Variante, gerade was die Innenausstattung angeht. Mein Rotor ist ein bisschen sportlicher. In der Bicolor-Geschichte ganz normal mit dem Prägeleder und der hier ist komplett voll. Hier ist alles beledert, was irgendwie geht. Also, komm einfach mit. Ich meine, M5 kennt ja jeder, ne? 5 Liter V8. Jetzt werden die ersten Leute sagen, er hat aber nur 4,9. Habt ihr recht, aber für mich 5 Liter V8. Ich würde jetzt fast sagen, wir vergleichen ganz kurz nur die zwei Autos. Ja. Kurz zum Hintergrund, ist ein 99er, 10. oder 11.99 meine ich. Der ist, glaube ich, März 99. 185 gelaufen, 86 gelaufen, oder 85 ein paar gequetscht, aber ist ja egal. Und trotzdem wirklich beides sehr, sehr, sehr saubere Autos. Wir haben im Kauf hier auch geachtet, dass wir auch ein sauberes Auto kaufen. Haben wir für den Vater besorgt. Und ja, komm, wir gehen jetzt einfach mal rein. Oder guck mal erstmal noch von außen. Was willst du machen? Ich würde ganz kurz eine Runde die von außen zeigen. Ja, komm, dann gehen wir einfach ein bisschen rum. Wichtig auch hier, Felgen jeweils im Originallack, nichts nachlackiert. Klar hast du hier und da immer wieder Kitchen. Du findest eigentlich keinen Radsatz mehr, der wirklich wie neu aussieht. Du kannst es zwar mittlerweile sehr, sehr schön nachmachen, aber auch das, finde ich, sieht man ein bisschen. Kurz die Unterschiede hier. Der hier hat einen Eisenmann, der hier ist Serie. Von unten halt einfach immer sehr, sehr schön, so ein Eisenmann, weil er lässt halt das Heck einfach ein bisschen wuchtiger wirken. Dahingehend dagegen hast du halt hier den Originalen. Sieht schön edel und schlicht aus. So. Ansonsten hier auch Lack durchgemessen, alles bis auf die Tür in originaler Stärke. Sehr, sehr schön. Hier fällt halt direkt auf, Doppelverglasung hat meiner nicht. Für Langstrecke sehr, sehr schön, schirmt das Auto toll ab. Und jetzt, das ist einfach, ich finde, das ist einfach übergeil bei dem M5. Das muss aber auch in gutem Zustand sein, weil das Napperleder ist. Das ist diese Heritage-Ausstattung. Da sind die Sitze halt sehr, sehr empfindlich, egal ob schwarz, egal ob grün oder wie hier jetzt Karamell. Und ja, ist so die edlere Variante vom M5, ne? Die normale Ausstattung mit dem Bicolor oder Prägeleder. Ist ein bisschen sportlicher, ein bisschen kühler.
Das hier ist wirklich alles sehr, sehr warm. Du hast echt wirklich alles beledert von der B-Säule über die Verkleidung hier, Lenksäule, Alcantara Dachhimmel. Gut, Mittelkonsole ist beim M5 sowieso immer beledert, aber hier haben sie wirklich alles gegeben. Auch Türverkleidung oben, unten. Ne? Achtet auch gerade, wenn ihr so ein Lederpaket kaufen wollt, achtet darauf, dass das Leder gut gepflegt ist, weil gerade wenn die Autos viel in der Sonne stehen oder Witterung ausgesetzt sind, dann fällt das Leder schon mal gerne ein. Gerade hinten an den Türverkleidungen, ne? Hier ist auch alles wirklich sehr, sehr schön. Auch die Leisten, guck dir diese Leisten an, wie schön das einfach aussieht. Ja. Also wenn ihr sowas kauft, gerade diese Vollledergeschichten, kriegt ihr einfach nicht nachgekauft mittlerweile. Und schaut bitte immer, ob hier Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind. Hier sieht man es auch ganz, ganz leicht. Aber ich finde es eigentlich keinen, der keine gammeligen Türverkleidungen hat. So, dazu halt Alcantara hier Hutablage. Und das war es im Grunde. Also viel, ich meine, ihr kennt es ja auch selbst. Ne? Ich will jetzt einfach nur mal ein anderes Konzept ein bisschen ausprobieren. Ja. Gerade einfach, weil wir viel Post bekommen. Deswegen jetzt einmal M5 komplett. So, das ist halt die andere Nummer hier. Ja, sportlich, schlicht. Ja, und hier halt die andere Nummer. Jetzt sieht die Kiste natürlich ein bisschen schmutzig aus, weil wir gerade damit gefahren sind. Das halt dazu. Grundsätzlich finde ich zum E39 braucht man eigentlich auch so viel gar nicht zu sagen. Ich meine, es gibt eine riesengroße Fanbase, das Auto ist super beliebt, weil es einfach zeitlos ist. Es ist schön, es ist auch recht dankbar auch zu warten. Ne? Gerade so Achsen, Karosserieteile, ihr bekommt das Zeug alles noch. Ne? Es ist verfügbar, deswegen finde ich ein super, super geiles Auto. Ich bin immer tiefenentspannt, wenn ich mit dem Auto fahre und ich liebe es einfach. So, und jetzt würde ich sagen, was machen wir jetzt? Hüpfen wir ins Auto, fahren eine Runde. Hüpfen ins Auto und fahren eine Runde, oder? Bis gleich. Komm, mitkommen. So, also jetzt fahren wir mal eine Runde. Und jetzt geht es tatsächlich darum, wie fährt sich so ein Auto. Na, es geht ja im Grunde auch so ein bisschen darum, was ich dann mag, was ich euch auch zeigen will, was wichtig ist, worauf ihr bei so einem Auto zu gucken habt, wie er sich fahren muss. Und am Ende versuche ich euch dadurch ein bisschen die Kaufentscheidung oder die grundsätzlich einfach ja, die ganze Thematik M5 ein bisschen zu erklären, die Kaufentscheidung zu erleichtern. Und ja, deswegen fahren wir jetzt einfach ein bisschen. Warm ist er schon. Wir haben ja auch schon thematisiert, dass wir hier einen Eisenmann drunter haben. Und ich finde, dass der Klang im Vergleich zu einer originalen Auspuffanlage im Innenraum auch nicht zu laut ist. Es ist sehr, 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 sehr angenehm, aber trotzdem sehr sonor. Und dann laden wir gleich einmal durch. Und ich meine, ihr bekommt den Klang ja sowieso mit. Jedenfalls, worum es geht. Wir haben hier noch ein sehr, sehr frisches Auto. Wir haben jetzt knapp 85 auf der Uhr. Und wie ihr ja schon gesehen habt, ist hier alles in einem guten Zustand. Für mich ist auch immer wichtig, dass sich das Getriebe schön schalten lässt. Hängt aber eigentlich primär mit dem Schaltgestänge und ein paar Federchen zusammen. Das kann man auch nachher bei einem etwas ausgelutschteren Getriebe wunderbar machen. Dann läuft die ganze Chose auch wieder. Macht das Fahren einfach viel angenehmer und auch ein bisschen sportlicher, weil dann triffst du auch einfach jeden Gang. So, ansonsten, ihr seht das Lenkrad, alles schön. Achtet auch darauf, dass so eine Kiste nicht abgewetzt ist. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, weil die Autos hatten eine Zeit lang ja, keine schöne Phase. Im Grunde fast so ein wie soll ich jetzt sagen? Einfach eine Zeit, in der so wenig wert waren. Mit wenig Respekt behandelt wurde. Ja, genau. Da wurde sich wenig drum gekümmert. Es gibt tatsächlich Liebhaberfahrzeuge, die auch schon seit Jahren in den Garagen stehen, vernünftig bewegt und gewartet werden. Das ist einfach immer wichtig. Kauft euch keine runtergerockte, sondern schaut wirklich, fühlt das Auto beim Fahren. Fahrwerk immer ein Thema. Guckt, dass die Sitze nicht knarzen oder die Türverkleidungen. Wenn ihr eine geteilte Rückbank habt, dass da alles vernünftig im Verschluss sitzt. Ansonsten habt ihr nämlich nachher eine Kiste, wo schon 10-mal die Türverkleidung ab war.
Leisten getauscht worden sind, vielleicht mal die Innenausstattung umgebaut. Du kriegst das nachher nie wieder so perfekt hin, wie es ist bei einem Auto, wo einfach noch nicht viel gebastelt wurde. Na? Gerade dann, wenn ihr über Unebenheiten fahrt. Oh, schöner McLaren. 27. Oh. So, hinterher. Nee, ihr merkt das einfach bei Unebenheiten, dass einfach dann alles anfängt zu knarzen, zu poltern. Und hier ist einfach alles straff, hier ist alles fest und so muss es einfach sein. So, jetzt gucken wir gleich mal, wir haben gleich eine lange Gerade und dann laden wir einmal durch und dann, ja, wow, alter Schwede, ey. Nächster wäre das Auto fast kaputt gewesen, ey. Oh. Ich sitze hier, erzähl, zieht mir so ein Rentner hier auf die Vorfahrtsstraße, ey. Naja, okay, Sportknopf, na, das ist auch immer witzig. Das kann man immer sehr schön merken, wie das Ansprechverhalten sich ändert. Du bleibst konstant auf dem Gas und dann drückst du auf den Sportknopf. Was genau ändert der Sportknopf alles? Der schaltet im Grunde ein anderes Kennfeld fürs Gaspedal. Und das ist im Grunde ein verfrühtes Gaspedal-Tuning. Okay, das heißt, du hast aber nicht mehr Leistung oder so? Nein, du hast nicht mehr Leistung. Das Ansprechverhalten wird besser und die Lenkung wird ein bisschen schwerer. Okay. Das sind die einzigen zwei Sachen. Das heißt, es gibt hier so einen sportlichen Charakter beim Fahren. Ja, genau. Der wird einfach ein bisschen bissiger. Manchmal, wenn du langsam fährst und die Sporttaste anhast, dann wirkt er ein bisschen zickig. Ne? Gerade dann, wenn er noch ein bisschen kälter ist. Aber ich finde, es ist ein geiles Gimmick. Ne? Auf der Autobahn brauchst du es nicht, aber gerade auf der Landstraße macht das echt Spaß. Ja, so. Und sowas, ne? Also, wir sind jetzt auf 40, vom 3. in den 2. Und jetzt laden wir durch, pass auf. Die Fahrradfahrer denken sich wahrscheinlich, wir haben sie nicht mehr alle, aber ist außerorts, alles gut. Ja, siehst du? Wie findest du den Klang? Ich meine, du bist mit dem Auto ja auch schon mal gefahren, als ich den damals bekommen habe, wolltest du den unbedingt haben. Und ja, ich finde, es ist sehr schön, ein tiefer Bass. Ich kenne im Grunde nur einen Motor, beziehungsweise aus einem Auto, was ich selbst schon zweimal hatte, und das ist der 6,2 Liter AMG, ne, der Sauger. Der macht auch einfach einen mega geilen Klang und ich weiß nicht, schreibt einfach mal in die Kommentare, was für euch oder welche V8-Motoren es sonst noch gibt, die klangmäßig wirklich in der Champions League mitspielen. Und das ist einfach so. Also ich kriege Gänsehaut dabei. Jedes Mal, wenn ich es höre, das Auto macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Du fühlst das ganze Auto, das Auto fährt sich schön, du kriegst ihn überall da hingelenkt, wo du ihn hinhaben willst. Bremse ist ein super heikles Thema, finde ich, beim E39 M5. Deswegen haltet oder lasst die Finger von Zubehörbremse. Es kann auch ATE sein. Alles schön und gut, ich will auch ATE gar nicht schlecht reden, aber bei diesem Auto funktioniert es nicht. Wenn ihr einen E60 habt, ja, und eine ATE-Scheibe drauf macht, ey, gar kein Ding. Aber hier beim E39 M5, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Die fängt ganz schnell wieder an zu schlagen. Gerade Autobahn, wenn du ein bisschen zügiger unterwegs bist und dann immer wieder abbremsen, beschleunigen. Du merkst einfach nachher, dass dein ganzes Lenkrad anfängt zu zittern. Und dann kann die Scheibe noch so jung sein, das funktioniert nicht. Kauft euch originale Bremsen, originale Belege. Und selbst dann kriege ich es nicht komplett weg. Manchmal, wenn sie einfach zu heiß wird, schlackert sie wieder. Aber es ist ein Riesenunterschied, das sage ich euch. Und was einfach super geil ist, egal ob du Landstraße fährst oder Autobahn, du kannst super schaltfaul fahren, weil der Motor einfach so viel Drehmoment hat. Und auch durch die Vanos aus jeder Lage ist der spritzig, der drückt sauber raus. Und deswegen macht dieses Auto einfach auch so viel Spaß. Und was für mich einfach dabei auch sehr wichtig ist, das Auto entspannt mich einfach. Ich bin selten mit einem Auto so entspannt und so gerne gefahren wie mit dieser Kiste einfach. Du hast deine Mittelkonsole oder die Bedienelemente sind nicht überladen. Du weißt automatisch, wo jeder Knopf ist. Ja, wenn du jetzt ein neues Auto hast und ich komme damit einfach nicht klar. Diese ganze Touch-Geschichte ist einfach, boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu oldschool dafür bin. Wobei ich von mir behaupten würde, ich kann mich auch anpassen, gerade an die neuen Autos. Aber für mich ist das
das lenkt mich zu sehr vom Fahren ab. Na, hier weißt du, zack, Klima, so. Uff, mehr brauchst du auch gar nicht. Zündschlüssel, Licht, Navi oder Radio und hier ein bisschen Heizung. Den Fensterheber. Ja, das war's. Okay. Na, Schallknauf, Handbremshebel. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Und von daher, also ich liebe das Auto einfach. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass das Auto eine riesengroße Fangemeinde hat und dass es auch wirklich ein zeitloser Klassiker ist. Jetzt schon ist und in der Zukunft auch wird. Deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass gute Exemplare in Zukunft, was heißt in Zukunft, in 10, 15 Jahren hundertprozentig an den 100 Riesen kratzen werden. Also tolle Autos werden nicht mehr gebaut. Nein, es wird nicht gebaut. Ich finde, das Konzept ist super easy. Es ist total klar. Ja? Toller Motor, irgendwie alles sehr... Toller Motor. Natürlich hat er seine Macken. Aber problematisch wird es immer dann, wenn das Auto einfach in den Jahren, wo sie einfach günstig waren, nicht mit Sinn und Verstand gewartet und gepflegt wurde. Und natürlich auch nicht dann gefahren. Jeder von euch kennt diese Videos, wo die Jungs dann mit den M5s hier durch die Gegend driften und Kreise ziehen. Und boah, ich weiß nicht, wenn ich sowas sehe, fast schlecht, ey, mir tut das Auto einfach leid. Weil das hier war eigentlich immer ein Langstreckenauto. Deswegen siehst du auch einfach selten M5s mit Laufleistung unter 100.000. Ne? Die meisten haben 180, 200, 220, 240, 280 teilweise. Und ihr könnt, wenn die Autos vernünftig gepflegt sind, könnt ihr sowas bedenkenlos kaufen. Könnt ihr wirklich machen. Deswegen, wir haben ja den Carbon Schwarzen vom Vater, den hatten wir als Vergleichsfahrzeug, um euch auch einfach die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten zu zeigen. Ich habe vorhin gesagt, dass das hier sportlicher ist. Ja, es ist sportlicher, aber ich finde, es ist auch ein bisschen kühler und es ist auch nicht zu überladen. Ne? Also das müsst ihr selber wissen, was euch da besser gefällt. Ich wollte eigentlich immer genau die andere Variante haben, aber ich habe jetzt den und es ist am Ende das ist gar kein Unterschied. Man gewöhnt sich so schnell daran, aber schränkt sich bei der Suche einfach selbst unnötig ein, wenn man noch dies haben will und das haben will. Und im Grunde geht es hier einfach nur um das Fahrzeugkonzept. Ein E39, einfach sowieso ein mega geiles Auto. Wir haben in letzter Zeit so viele Leute, die mit E39 oder E46 zu uns kommen, mit einem M52 oder M54 Motor. Hier guck mal, auch schön, Z3. Oh, mega. So viele Leute, die mit den M52, M54, auch M50 Motoren, im E34 teilweise auch, die kommen einfach zu uns und sagen, hey, das Auto hat jetzt schon gerade E39 500.000, 600.000 gelaufen, die Kiste läuft mega geil und ich will sie um keinen Preis eintauschen gegen ein neueres Auto. Na, und es ist letztendlich auch so, weil das Auto fährt sehr entspannt, es überfordert dich nicht, ja, die Bedienung ist super easy. Ja, und du kannst im Grunde intuitiv, weißt du einfach, wo alles ist. Natürlich gehört dazu auch ein bisschen Gewohnheit, ne, aber du findest dich einfach sehr schnell zurecht. Und das ist es einfach. Ich finde, das macht auch Autofahren aus. Nicht irgendwie eine Ablenkung hier durch Bedienung, sondern du fährst durch die Gegend, du genießt ein bisschen die Landschaft, das gute Wetter, bist vielleicht noch in guter Gesellschaft dann unterwegs und dann bleibst du irgendwo stehen, trinkst ein Käffchen oder isst ein bisschen was. Hey, ne, das macht das alles aus. Das ist noch Freude am Fahren. Klar kommen jetzt die Leute um die Ecke und sagen, ja, ich habe einen F10 M5 oder einen F90 M5. Klar fahren die Autos auch geil. Aber es ist immer eine Frage, was du willst und wie du fahren möchtest. Na? Nicht so puristisch wie das hier. Ja, absolut. Ich finde, der Motor hat einen tollen Lauf. Also der läuft so sehr ruhig, sehr gleichmäßig, sehr erwartbar irgendwie. Ja, und das macht total Spaß, auch wenn man auf Sport gestellt hat, dass irgendwie, der hängt schnell am Gas und es ist halt absolut, also sehr berechenbar, wie total. Der Motor fährt. Das absolut. Das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Mega, siehst du, und selbst du fährst Porsche und du findest dich sehr schnell einfach, baust eine Verbindung auf zu dem Auto. Stimmt, ja. Und deswegen, ich habe in der Vergangenheit so oft den Fehler gemacht und habe dann M5, den ich hatte, habe dann auch immer lange gesucht und habe die Kiste dann verkauft, wenn es dann hieß, ja, irgendwie Haus renovieren oder in der Firma was investieren, eine Maschine kaufen. Und dann habe ich die Kisten verkauft.
Und dann ärgere ich mich gerade jetzt einfach so extrem, dass ich so geile Autos einfach verkauft habe. Damals für einen Appel und ein Ei. Und jetzt wurde mir einer angeboten, den ich damals verkauft habe für 16,5. Ja, da sagt ja, 30 Mille will ich haben. Ne? Und die Kiste hat 320 laufen. Aber ein Individual durch und durch und so ein Auto gibt es auch gar kein zweites Mal auf der Welt. Naja, das jetzt erstmal ganz kurz dazu. Ich bin jetzt so ein bisschen ausgeschweift und habe den Faden verloren. Aber du kannst mit dem Auto im Grunde, egal ob du Landstraße fährst, egal ob du 500 Kilometer auf der Bahn fahren möchtest, du fährst super, super entspannt. Was natürlich ein bisschen altbacken ist das Navi-System. Ich navigiere dann immer mit Google Maps. Und du hast natürlich hinten einen CD-Wechsler. Du kannst den Bluetooth-Adapter statt CD-Wechsler reinmachen. Dann kannst du es auch übers Handy, kannst du Musik abspielen. Und was bei dem Auto einfach auch super wichtig ist, du brauchst das DSP. Also es ist das Soundsystem. Da gibt es auch wieder zwei verschiedene Varianten. Im Vor-Facelift gibt es das normale DSP, in dem Facelift-Modell gibt es das DSP Individual. Dann hast du nämlich nochmal andere Subwoofer, du hast andere Lautsprecher in den Türen. Zwei Wege dann und nicht wie hier Einwege-Lautsprecher, wobei du hier dann auch noch Hochtöner hast, hier oben und hier. Das musst du einfach haben, weil ich finde, du musst auch in einem Auto vernünftig Musik hören können. Und wenn du da gar kein DSP-System hast oder zumindest ein HiFi-System, wobei das aber auch schon viel schlechter ist als das hier. Also wenn ihr sucht, schaut bitte, dass das Audiosystem passt, dass er ein Navi hat. Oftmals sind die Vor-Facelift-Modelle ja auch schon umgebaut auf das 16:9. Die alten hatten ja so ein 4:3-Display, hatte der vorher auch. Habe ich dann umgebaut und dann sieht es auch ein bisschen frischer aus. Ne? Ein Lenkrad habe ich mir noch besorgt aus einem Facelift-Modell. Und da ist auch wichtig, finde ich, es muss auch vom Zustand auch zu der Laufleistung des Fahrzeugs passen. Ich finde das immer so komisch dahingeklatscht, wenn du eine alte abgerockte Kiste hast, aber dann so ein frisch aufgepolstertes Lenkrad. Du machst die Tür auf, besichtigst ein Auto und dann siehst du das und denkst, Junge, Alter, das passt doch nicht. Besorg dir doch ein vernünftiges gebrauchtes Lenkrad, such ein bisschen länger. Die gibt es auch immer noch im Netz, bekommt ihr auch vernünftig. Aber schickt euer Lenkrad dann nicht irgendwie zum Aufpolstern oder Satteln irgendwie ins Ausland. Es gibt hier auch gute Sattler in Deutschland, die kosten was mehr, aber die machen es euch vernünftig auch im Originalmaterial. Dann geht's auch. Wenn du aber so ein billiges Leder da drauf hast und hast es irgendwie für 120 € beledern lassen, dann das passt nicht. Das wird dem M5 auch einfach nicht gerecht. So, ich will mich jetzt auch gar nicht weiter aufregen. Aber das ist vielleicht gerade ganz cool. Ich bin jetzt absichtlich hierher gefahren, weil das einfach der schlechteste Straßenabschnitt bei uns um die Firma herum ist. Ne? Und du siehst, der federt und dämpft alles vernünftig weg. Hier knarzt nichts, hier spielt nichts. Einfach geil. Achtet einfach darauf, wenn ihr euch diese Autos kauft. Gut, wir haben jetzt hier ein bisschen gerade Strecke, auch nicht viel befahren, heute ist sowieso nicht viel los. Ich halte jetzt mal an, schmeiß dich raus und dann beschleunigen wir gleich einmal durch, weil dann bekommt ihr den Klang auch von außen ein bisschen mit. Bis gleich. Also, bis gleich, nicht wundern, ich hole dich auch wieder ab. So, da sind wir jetzt. Feierabend. Wir sind im Video soweit durch. Sind jetzt auch wieder in der Firma angekommen. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen das hier verstanden, warum ich dieses Auto so sehr mag. Da draußen gibt es viele von euch, die den E39 mögen, lieben. Und gerade der M5 als Spitze der ganzen E39 Armada ist natürlich einfach mega geil. So, lasst uns wie immer ein paar Likes, ein paar Kommentare da. Lasst das Glöckchen klingeln. Aber eine Sache hätte ich noch. Ich meine, wir haben jetzt gerade gesprochen. Deiner steht ja da vorne, ne? Als ich eben mit dem hier rangiert habe, sage ich, ey, das Auto ist einfach so übersichtlich, so handlich einfach auch. Ne? Ich meine, damals war es ein 5er. Und ich habe schon in unzähligen Videos gesagt, die Autos heutzutage werden immer größer. Und du hast gesagt, ey, guck mal, selbst meiner, ne, und du hast einen 3er, wirkt halt einfach sehr, sehr wuchtig dagegen. Und ich habe dann entgegnet, ja klar, die Linien sind einfach deutlich schärfer gezeichnet als bei dem hier. Moin David. Moin, ciao. Tschüss. Ey Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht? Nee, hey, um nochmal drauf zurückzukommen jetzt. Du hast gesagt, ey, das Auto wirkt einfach viel bulliger, massiver, aber ich finde, genau das macht den halt aus. Ne? Der wirkt nicht so protzig, der wirkt nicht einfach irgendwie dick aufgetragen oder übertrieben. Und genau deswegen einfach, ey,
ich finde es einfach geil. Also ich schwärme immer davon. Ich werde auch echt viel angerufen. Leute schicken mir Post, was heißt Post, E-Mails und sagen, ey Hermann, will mir den M5 angucken oder kaufen. Kannst du mal eben gucken, checken, können wir quatschen. Nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ich mache es trotzdem immer wieder gerne, weil ich bekomme halt einen Überblick, welches Auto wohin geht. Ja? Und viel ist nicht auf dem Markt. Ja. Na, das ist einfach so. So, in dem Sinne, lang genug gequatscht. Sagt mir, wie ihr das Video fandet. Ob das Konzept jetzt hier mal weg von der Technik, sondern wirklich mal zum Auto hin, ob euch das gefallen hat, ob wir davon noch ein bisschen was machen sollen. Who knows? So, wir genießen jetzt den Tag, gehen was essen und damit war's das. Macht's gut.